Das Potenzial, das sind Entwicklungsmöglichkeiten. Es geht darum, dass vielleicht in einem irgendetwas schlummert, das man noch gar nicht bemerkt hat. Und irgendeine Interessen, Fähigkeiten, die ein Mensch hat, die zu entdecken und zu schauen, was kann ich noch oder was kann ich vielleicht anders oder was würde mir das sonst Freude machen. Das ist ja alles ein Potenzial, das in einem Menschen steckt, was es darum gilt, vorzuholen. Also natürlich ist es einerseits sehr individuell und andererseits geht es bei allen Leuten darum, selbst bei Leuten, die jetzt nicht durch eine Krankheit oder einen Unfall eingeschränkt sind, geht es darum, was steckt noch in mir, das mich begeistern würde, das ich gerne herausfinden und ausprobieren möchte. Über allem steht eigentlich das Ziel, dass Menschen, nachdem sie so einen schweren Unfall oder krankheitsbedingt so schwere Rückschläge haben müssen erleiden, den Weg zurück in ein Leben, das ihnen entspricht. Und zwar sowohl sozial wie auch beruflich. Das meint, dass sie wieder das dürfen schaffen, was sie gerne machen. Da, wo sie begeistert, da, wo sie Freude daran haben, an einem Ort, wo ihnen Freude macht und in einem Pensum, das für sie passt, so dass man von Nachhaltigkeit reden kann. Weil wir sind überzeugt, nachhaltig eingliedern kann man Menschen nur, wenn man all die wichtigen Faktoren berücksichtigen. Und wir sind dabei, das ist unser Ziel, Wegbegleiter. Wir sind hier für unsere Patientinnen und Patienten, sie unterstützen, vielleicht helfen, ein Hindernis aus dem Weg räumen, aber wir sie vor allem befähigen, das Hindernis möglichst selber aus dem Weg zu räumen. Das Ziel ist, den Patienten und ihren Angehörigen, es ist immer das ganze System, das wir mit dem arbeiten. Es ist nicht nur der Patient alleine. Ein möglichst eigenständig und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen in der neuen Lebenssituation. Das ist natürlich sehr abhängig davon, wie hoch die Lähmung ist, wie viel Unterstützung braucht es vom Umfeld, von externen Dienstleistern, sage ich. Aber das Ziel ist, das ist das höchste Ziel, so viel Eigenständigkeit und Selbstständigkeit wie möglich. Das ist korrekt. Angehörige sind ganz wichtige Stützen in verschiedenen Lebensthemen natürlich. Und wir involvieren Angehörige dann mit einbeziehen, wenn das erstens vielleicht gewünscht wird vom Patient, von der Patientin, oder wenn wir sehen, das wäre jetzt ganz wertvoll und wichtig, dann tun wir natürlich immer in Absprache mit, ich sage mal, Sozialdienst, aber auch mit dem Patienten oder der Patientin Kontakt aufnehmen mit Angehörigen und sie involvieren. Die Ganzheitlichkeit, also es geht nicht nur um somatische Beschwerden medizinisch zu beheben, sondern dass eben die Psyche darf eine grosse Rolle spielen und auch Platz hat und dass auch die Patienten ihre Rehabilitation Platz oder Zeit haben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und man weiss, dass Psyche und Körper sehr eng zusammenspielen. Und das Wissen nutzen wir auch, für die bestmögliche Behandlung zu bieten. Die Hoffnung, also die daraus entwickelt Menschen ja dann auch Eigenmotivation und so den Antrieb von sich aus, das ist etwas sehr, sehr Intrinsisches, etwas ganz Wichtiges. Aber es ist ganz, ganz individuell. Und Hoffnung ist nicht immer die gleiche. Hoffnung kann einmal aufkeimen und stärker werden oder auch mal unter einem Rückschlag leiden. Ich glaube auch, wenn jemand keine Hoffnung mehr findet, ist ganz ein wichtiger Teil, dass man die Person auch dort ihre Selbstbestimmung begleiten kann, dass vielleicht das Thema Leben und Tod, dass man über das darf reden, dass eine Person auch eigene Entscheidungen darf treffen und dass man auch das ernst nimmt, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr. Die ist sehr unterschiedlich. Meistens ist die recht gross und die Hoffnungen stützen auch das Umfeld. Und die Hoffnung ist nicht immer einfach, weil manchmal
kann man ja dann durch das auch die Realität ein bisschen verleugnen. Die Hoffnung ist extrem wichtig, aber die Realität dürfen wir gleich nicht aus den Augen verlieren. Und jemand mit einer hohen Lähmung, der die Hoffnung hat, ich laufe hier raus und ich brauche keine Hilfsmittel und ich will sicher nicht über irgendwelche Anpassungen diskutieren, das macht es ein bisschen schwierig. Aber die Hoffnung, ich meine, das ist das Leben. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte, beispielsweise von einem Patient, der eine inkomplette Querschnittlähmung erlitten hat, ist also noch Fußgänger, kämpft aber mit ganz starken Schmerzen, oft leider, und hat sich dann an einem schönen Morgen wieder mal einmal bei meinem Fachlehrer gemeldet und hat gesagt, du, heute geht es fast nicht, ich schaffe es einfach irgendwie nicht, die Schmerzen sind so dominant. Der Mitarbeiter hat gefunden, schau, ich verstehe das natürlich und dann lassen wir es vielleicht sein, aber probier doch noch schnell einmal eine Viertelstunde auf unserem brandneuen Bagger-Simulator. Er sitzt dort und nach etwa 1,5 Stunden sagt dann der Fachlehrer, du, es wäre übrigens jetzt Mittagszeit. Und es zeigt ja ganz schön, wie plötzlich da jemand etwas entdeckt hat für sich, was er gar noch nicht kennt hat, wo er völlig drinnen aufgegangen ist, oder etwas anderes, wo wir ganz oft entdecken. Leute, die noch nie beispielsweise mit CAD-Anwendungen in Kontakt gekommen sind dann völlig begeistert, wenn sie sehen, dass sie selber können, relativ nach kurzer Zeit irgendein spezifisches, für sie angepasstes Hilfsmittel designen, entwickeln und sogar auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Also sie müssen sie müssen ein neues Leben anfangen, wortwörtlich, weil es ist eine neue Situation. Und wir probieren sie zu unterstützen und zu begleiten, dass wir sie auch in erster Linie als Mensch sehen und nicht als Patienten, sondern ein Mensch mit Bedürfnissen und Wünschen und Hoffnungen. Und sie in diesen Hoffnungen und Wünschen auch zu bestärken und so gut wie möglich zu unterstützen und eigentlich in ihrer Situation optimale Lösung zu finden. Optimal heisst, ihrer Situation entsprechend optimal. Weil das ist nicht immer die beste Lösung. Aber das sind so viele Faktoren abhängig. Sei das finanzielle Mittel, persönliche Ressourcen, wo das einfach beeinflussen. Ich glaube, als allererstes ist es wichtig, dass man nicht vergessen darf, die wollen zuerst einmal von uns, dass wir aufmerksam zuhören. Wir müssen gute Zuhörerinnen und Zuhörer sein, müssen so ein bisschen spüren, was bewegt die Menschen gerade im Moment, wo haben sie Wünsche, wo haben sie Fragen beispielsweise, vielleicht im Zusammenhang mit unklärten Situationen mit einem Arbeitgeber. Angst, ich verliere meinen Job, Angst, ich finde dort keine Arbeit mehr. Finanzielle oder wirklich wirtschaftliche, existenzielle Sorgen, das wollen wir aufgreifen, natürlich zusammen mit den Sozialarbeiterinnen, aber auf der anderen Seite gleich aufzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Perspektiven gibt. Das denke mich ganz etwas Wichtiges. Die allermeisten wollen zurück in den Arbeitsprozess. Die allermeisten wollen, dass wir sie unterstützen beim Finden von einem neuen Beruf, wollen gute Berufsberatung und schätzen sehr, wenn sie verschiedene Sachen ausprobieren dürfen. Eine Geschichte, die mir in Erinnerung bleibt, ist eine Patientin, die vorher schon eine schwere psychische Erkrankung hatte und durch einen Unfall querschnittgelähmt worden ist und dann hier im Rahmen der Rehabilitation auch eine Psychotherapie hat bekommen. Das war sicher ein Einstieg, ist auch eine medikamentöse Behandlung dazugekommen. Aber einfach der Prozess in diesen wenigen Monaten zu sehen, wo sich einerseits durch die veränderte Lebenssituation durch Querschnittlähmung, aber andererseits auch durch die adäquate psychotherapeutische Behandlung so dazu geführt hat, dass die Patientin beruflich, sozial, von der Psyche her ganz anders im Leben ist gestanden als vorher. Oder vielleicht auch ein Patient, der nach einem Unfall Tetraplegiker war und wenig Hoffnung hatte, viel deprimiert war und traurig und mit der Zeit, wirklich nach mehreren Monaten,
dann wirklich die Hoffnung wieder gefunden hat, die Freude wieder gefunden, Aufgaben und heute im Leben steht und ja, sehr stabil und Aufgaben gefunden hat, wo wirklich auch sinnstiftende Aufgaben. Ja, da gibt es natürlich eine ganze Anzahl. Da gibt es Beispiele von Leuten, die, ich sage mal, Berufe ausüben, wo man denkt, ja, das kannst du vergessen, das geht nicht mehr mit einer Querschnittlähmung, du kannst nicht weiter als Landwirt arbeiten. Und die sagen zu mir, ja, du kannst lange mit mir über andere Optionen reden, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Und wenn man dann nach ein paar Jahren schauen und erstaunt oder ja, mit Freude feststellt, dass der Mensch wirklich zurückgekehrt ist in das Arbeitsleben, das er sich wünscht, und dann macht uns das natürlich wahnsinnig Freude. Auf der anderen Seite finde ich es auch bemerkenswert oder faszinierend, wie beispielsweise mal vor Jahren, das ist schon einige Jahre her, ein Berufsberater bei einem jungen Mann, der als Beruf Maler war, einfach identifiziert hat, dass der eigentlich riesiges Potenzial hat als Künstler. Er hat eingeschränkte Handfunktion, hat den Beruf vom Maler nicht mehr ausüben und ist heute selbstständiger Illustrator und sehr, sehr erfolgreich. Dann finde ich das unglaublich toll. Ja. Ich habe 2 Erfolgsgeschichten. Das eine ist eine Person, die im Hinblick auf die Pensionierung so Krise entwickelt hat, dass es zu einem Suizidversuch gekommen ist. Die Person ist hierher gekommen, war inkomplett gelähmt zum Glück, hat sich nach mehreren Monaten wieder zum Fußgänger geworden und ist dann ein paar Monate später als Fußgänger ins Haus gekommen, strahlend, mir geht's gut. Und das war so schön, einfach die Entwicklung zu sehen, weil ich die Person auf der Intensivstation hatte. Und am Ende der stationären Reha hat es zwar besser ausgesehen, aber man hat nicht gewusst, ja, wie kommt das? Und das war extrem schön. Eben auch dann bereits im AHV-Alter so wieder die Lebensfreude und Enthusiasmus und die positive Einstellung dann zu sehen, die sich in dieser Zeit entwickeln konnte. Ja. Oder eine andere Situation, wo jemand im Ausland verunfallt ist. Das war eine junge Person. Die Eltern sind herzitiert worden, sich von dieser Person zu verabschieden. Dann haben die Eltern gesagt, nein, wir repatriieren die Person repatriieren in die Schweiz. Die ist hierher gekommen. Und heute ist das eine Familie geworden unterdessen mit mehrfachem Nachwuchs. Klar, die Lähmungshöchung ist eine Herausforderung, die bleibt, die geht nicht weg. Aber ich denke, beide Personen und auch ihr Umfeld haben eine riesige Lebensqualität wieder gefunden, auch in der neuen Situation. Und das ist natürlich wunderschön, das zu erleben. Mir erscheint es ganz wertvoll oder wichtig, dass man sich selber seiner Rolle als Unterstützer von Menschen mit Querschnittlähmung bewusst ist, dass man bewusst hergeht und jeden Morgen so schon ein bisschen die Frage stellt, also wie hätte ich es denn gern? Oder ich finde den Satz beim Eingang schon noch gut. Also eben so sich das überlegt, dass man immer wieder anbietet, Hilfe anbietet, sich überlegt, wie könnte ich in einer Patientin oder in einem Patient, der im Moment auf der Suche ist und nicht findet, vielleicht fast am Verzweifeln ist und den Weg nicht findet, wie kann ich den Weg vielleicht ausleuchten, den Weg vielleicht markieren, den Weg vielleicht irgendwie so anpassen, dass der Mensch den Weg machen kann. Aber, und das finde ich ganz zentral, der Weg, der macht der Mensch. Und ich darf die Person begleiten. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, aber auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da ist Aufmerksamkeit, Empathie und Engagement, glaube ich, ganz, ganz etwas Wichtiges. Ja.